Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampyr. So, jetzt können wir das Dawson-Anwesen betreten. Sieht schon düster aus. Ich bin gespannt, welche Entscheidungen wir jetzt treffen können. Weil ich will ihn nicht unbedingt zum Vampir machen, den Penner. Der will ja unbedingt Reich von Arm trennen, eine Mauer bauen und so ein Scheiß. Ist halt nicht unbedingt das, was jetzt vernünftig wäre. Gut, für mich könnte es unvernünftig sein, ihn zu töten. Das wird sich zeigen. Weil wir wollen ja den guten Weg gehen. Wir sind ja die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger den guten Weg gegangen. Gehen wir mal rein. Mhm. Kein Empfang. Dawson's Mansion. Here I am at last. Elisabeth meint, dass ich Dawson nicht zum Vampir machen sollte, da der Mann sein Leben lang ein herzloser Tyrann war und nichts Gutes dabei herauskommen wird, wenn er Unsterblichkeit erlangt. Aber ich bin nun Mitglied im Ascalon Club und habe Lord Redgrave Gehorsam geschworen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, das ist But the question schwierig. remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ich werde ihn nicht zum Vampir machen. Ich gehe den guten Weg. Scheiß auf Gehorsam. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich werde ja noch nicht mal hier vernünftig empfangen. Von dem alten Bastard. Ich muss erst mal tun, was ich tun muss. Den Laden hier plündern. It's locked, all right. Ja. Aber die Entwickler haben sich schon große Mühe bei dem Spiel gegeben, das merkt man. Es gibt zwar so ein paar Sachen, die recycelt sind, aber zum Beispiel hier jetzt die Villa, die ist schon wieder unique. Hm? Zeitungsartikel, Hinrichtung des John Francis Barrow. John Francis Barrow, 21, wurde heute Morgen in der Haftanstalt von Pentonville gehängt. Mr. Sparrow wurde zum Tode verurteilt, nachdem man ihn des Mordes an seiner Schwester Alexandra Sparrow für schuldig befunden hatte. Bis zum Schluss beharrte der Mann auf seine Unschuld. Vor Gericht wurde nicht ein einziger formeller Beweis für seine Anwesenheit am Tatort vorgelegt, aber er wurde trotzdem zum Tode verurteilt und hingerichtet. Scotland Yard weigerte sich, den Fall neu aufzurollen. Trotz vieler Lücken im Ablauf der Ereignisse, die letztendlich zu Miss Burrows Tod führte. Charles Albright, der die Untersuchung für Scotland Yard durchführte, wollte keine unserer Fragen beantworten, aber vor 3 Wochen wurde er ohne offizielle Begründung degradiert. Welche seltsame Art
eine effiziente Untersuchung zu belohnen. Okay, Clayton Darby. Interesting. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Tja, da bin ich auch mal gespannt. Er ist nämlich eigentlich vom Dienst suspendiert und darf nicht ermitteln. Gut, die Bilder sind halt recycelt. Man hat häufig immer die gleichen Bilder wie hier. Da hängt zweimal das gleiche Bild an der Wand. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Damit hat er sich schon mal disqualifiziert. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Jo. Ich kann aber am Ende des Tages jetzt nur das drücken, was da angezeigt wird. Ich kann nicht entscheiden, ob ich ihn leben oder sterben lasse. Das finde ich ein bisschen doof. Ich würde das gern selber entscheiden. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Das darf aber nicht sein. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff.
Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Wie in Deutschland. Die richtigen Leute auf der richtigen Mauer. Ist furchtbar, der Typ. Ich möchte ihn umbringen. Diesen kleinen Pisser. So ein richtiger Drecksack vom Politiker ist das. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Na, wenigstens kann ich das jetzt machen. So, verwandeln. Du opferst dabei 2000 EP. Ich mache sie zu einem Vampir. Aussaugen. Ich werde sie töten. In dem Bandzin vergessen sie ihre Angst vor dem Tod. Was mache ich? Ich könnte ihnen in den Bandzin die Angst vor dem Tod nehmen. Oder ich kann ihn auch umbringen. Dann ist das Ding auch vom Tisch. Ach, ich weiß es nicht. Was soll ich tun? In den Bann ziehen, vergessen sie ihre Angst vor dem Tod. Das wäre halt die dritte Möglichkeit. Dann würde er noch leben. Ich hätte ihn nicht auf dem Gewissen. Mal gucken, ich mache das zweite. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Bandstufe ist wieder gestiegen. Starte Lord Redgrave Bericht. It's locked. Ich habe jetzt so entschieden.
It's locked, all Ich right. glaube, wenn ich ihn umgebracht hätte, hätte ich hier die Safes noch plündern können. Mal gucken, wie wir es beim nächsten Mal machen, wenn ich das Spiel spiele. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, das hier zu beenden. Die eine sind zu verwandeln, die andere sind zu töten und das war jetzt die freischaltbare Möglichkeit. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Jetzt bin ich verbannt worden aus dem Ascalon Club. Soll mir recht sein. Vielleicht sollte ich den Club aufmischen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate,
and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the Sewer Skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Louis Dawson ist verstorben. Letzte Nacht verstarb ein hoch angesehener Bürger des Stadtbezirks. Lucius Dawson, Mitbegründer und Leiter der Firma Dawson Dawson, verschied im 71. Lebensjahr. Es war kein Geheimnis, dass sich Mr. Dawsons Gesundheitszustand zuletzt verschlechtert hatte. Der einst fröhliche Geschäftsmann war gesellschaftlichen Ereignissen seit dem tragischen Tod seines Zwillingsbruders fast vollständig ferngeblieben. Dawson war nicht nur einflussreich, sondern auch ein großer Kunstsammler und Philanthrop. Zuletzt war er für einen kühnen Plan zur Rettung Londons vor der spanischen Grippe eingetreten. Mittels einer Quarantänemauer sollten die Bezirke voneinander getrennt werden, um der Epidemie Einhalt zu gebieten. Aber nur Stunden vor seinem Tod hat der Magnat Anweisung gegeben, die Baupläne nicht umzusetzen. Völlig überraschend haben außerdem alle wichtigen Londoner Krankenhäuser große Geldsummen erhalten und auch kleinere Kliniken und Arzneiausgaben wurden mit bedeutenden Spenden bedacht. Hat Dawson für seine Standhaftigkeit und seine konservative Haltung bekannt war, letzten Endes also doch eine gnädige Seite an sich entdeckt. Wer weiß, nur eins ist sicher, in der gesamten Stadt konnten dank der späten Generosität dieses Mannes die Medikamentenvorräte aufgefrischt werden und die Zahl der Toten ist in den letzten 24 Stunden erheblich gesunken. Zweifellos werden sich hunderte dankbare Bürger am Friedhof von St. Mary's einfinden, um ihren Wohltäter auf seiner letzten Reise zu begleiten. Nur das klingt doch gut. Ah, komm, geh mal auf stabil hoch. Es geht nur bedenklich, weil es da nicht mehr so viele Leute gibt. Gesund. Whitechapel. Bleibt stabil. Ja, die Docks sind bedenklich. Hier ist gesund, hier ist stabil, hier ist auch gesund. Kann man nicht meckern, bin ich zufrieden mit. Kann man zufrieden mit sein mit dem Ergebnis. Gut, dass ich das nochmal gemacht habe jetzt. Jetzt bin ich nochmal 2 Stufen weiter aufgestiegen. So. Gehen wir mal zu unserer Geliebten. Ich wusste schon, dass ich das Richtige tue. Komm, geh doch. Auf was wartest du? Auf ein Erdbeben. Junge. Wir müssen zum Krankenhaus. Und zwar rucki zucki. Hoffentlich bringen sie die mir nicht um jetzt. Das fehlt noch. Da ist sie ja. Elizabeth,
I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Indeed, she has. I'm glad you like her too. Once this is all over, I will study the sewer skulls. I fear I have made terrible mistakes, founded upon erroneous preconceptions. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Werden wir tun. Ich hoffe nur, dass ich hoffe nur, dass das keine bösen Konsequenzen hat. Nicht, dass die mir noch mich am Ende noch umbringen und meine Freundin da, beziehungsweise den Dr. Reed und seine Freundin. Das fehlt noch. Aber so habe ich ja schon mal ein Update gegeben. Da war doch die richtige Entscheidung. Wenn ich nächste Mal durchspiele, mache ich genau das Gegenteil. Da lasse ich die Mauer hochziehen. Weil ich dann hier einen nach dem anderen kalt mache. Das ist zumindest mein Plan für meinen nächsten Spieldurchlauf. Beim nächsten Mal werde ich das nämlich einfach mal machen. Lohnt sich auf jeden Fall, das mehrmals durchzuspielen. Ja, mich würde schon interessieren, was passiert, wenn wir die Mauer hochziehen. Step away, sir. Back in the grave. Aber das Haus habe ich immer noch nicht gefunden.
Weil die einen hat mir ja den Schlüssel zu ihrem Haus gegeben. Damit ich den Brief noch irgendwie finde und vernichten kann. Aber den habe ich nicht gefunden. Also ich habe das Haus nicht finden können. I will return later. Hä? Warum hat er das jetzt gesagt? Weil ich habe keine Ahnung, wo dieses Haus sein soll. Ich finde das halt einfach nicht das Haus. Was machst du denn? Hör auf mit dem Quatsch. Das Haus wie heißen die noch gleich? Von den Goswicks, das Haus. Da habe ich keine Ahnung, wie ich das finden soll. Das Goswick-Haus und wo? Ja, wir gucken noch mal. Im Zweifelsfall muss ich halt googeln. Anders geht's nicht. Das ist halt so. Im Zweifelsfall muss ich googeln. Weil ich habe keine Ahnung, wo das Goswick Haus ist. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Fear no evil. We do the Lord's work here. Oh my God! Run back to the shadows. Watch yourselves. There's one of them. Get it! I hate leeches. We have to stop it. Zweifelsfall, wie gesagt, google ich einfach. Wegen dem Haus. Und ich weiß halt nicht, wo ich dieses Goswick Haus finden soll. Und so. Es ist halt schwierig, alles zu finden. Vor allen Dingen sagen die ja einem auch nicht, wo man da suchen soll. Ne? Weil hier steht nichts dabei. Hier wird nichts eingezeichnet, Goswick House. Da kannst du überall suchen. Wobei ich war ja eigentlich schon überall im Westend-Bezirk. Ich bin halt der Meinung, wenn man schon sowas wie ein Questmarker hat, aber gut. Das Spiel ist halt auch nicht zu extrem groß, dass man das jetzt zwingend bräuchte. Aber das dann rauszufinden, das sticht ja jetzt auch nicht gerade hervor, das Haus von den Goswicks. Da muss ich halt googeln, was anderes wird mir nicht übrig bleiben am Ende. Okay, hier scheint soweit noch alles okay zu sein. Those bastards.
What have they done to Edgar? Entführt auf jeden Fall, würde ich sagen. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die... Was? Sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unseren Verstorbenen muss man sich kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrung und Fähigkeit zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Rakesh Shadana, ehemaliger Arzt. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Folge der Blutspur. Hier geht's auf jeden Fall raus. Hier lang. Jetzt komme ich im Bereich, wo ich vorher noch nicht war. Naja, gut. Muss ich mit dem Aufzug fahren, ne? Ich wusste gar nicht, dass es im Spiel sowas wie einen Aufzug gibt. Das ist der einzige Aufzug. Oh weia, was haben die mit unserem Freund, dem Dr. Swansea, gemacht? Ultraviolet curtains and Ori calcium powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Come
True light will cleanse you. The blood of a true defender of this land will protect me. Freewind prevails! We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. So ein There is Sturkopf. no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Was für ein sturer Esel. Ich hätte ihn aber auch zu einem Vampir machen können. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Das wäre auch eine Option. Ja, das hebe ich mir für meinen nächsten Durchgang auf. Es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben. Die Wache von Priven hat Edgar Swansea entführt und ihm ihr neues Hauptquartier gebracht. Es befindet sich in Doris Fletchers ehemaligen Theater. Ich sollte so schnell wie möglich dorthin und meinen lieben alten Freund retten. Genau das werden wir tun. Mal noch mal was auf Vorrat haben. Jonathan ist Uhr behalte ich, die mache ich nicht kaputt. Die behalte ich. Vielleicht ist es ein Andenken oder sowas. Die gebe ich nicht einfach weg.
So, das ist jetzt Kapitel 6, ne? Ne, immer noch Kapitel 5. Kapitel 6 müsste das letzte oder vorletzte sein, wenn ich mich nicht recht irre. Jetzt muss ich erstmal meinen Kumpel retten, den Doc. Hoffentlich kann ich den auch noch retten. Ah, guck mal, hier ist das Goswick-Haus. Mega geil. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wären Baudelaires Verse als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sie auf den Geist, der er seufzt unter Leidesmacht, den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzem Tage, der trauriger ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist. Mutter, ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Leb wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. It's locked. Die haben in dem Haus gewohnt. Was war das jetzt für ein Brief? Toll. Weiß ich jetzt nicht, was ich da eingesammelt habe. Da muss ich nachher nochmal lesen. Muss ich mir das Video nochmal angucken. Ich konnte nicht drauf zugreifen irgendwie. Aufgeschlossen auf der anderen Seite. Ich dachte, die wären reich und wohlhabend, die Leute. Sieht mir aber nicht reich und wohlhabend aus. Gucken, wie es von der anderen Seite ist. Ob man da noch nach unten kann. Immerhin haben wir das Haus der Godwicks gefunden, oder wie die sich nennen. Schon um.
is despicable. Na, immerhin konnten wir das Haus erreichen. So. Nächste rechts ab. Damit wir unseren Freund wiederfinden. Wir müssen in das alte Theater. Nächste dann. Die übernächste rechts ab. Wir können durch den Park gehen, aber ich gehe geradeaus weiter. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break, weil wir haben jetzt eh gleich eine Stunde voll. Ich will das hier nicht ich will das ja hier in Ruhe spielen. Deswegen machen wir erstmal einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya.